Hi, ich bin der Sascha von Bike24 und wir sind heute in Feldkirchen bei GoRoWear zu Gast, denn wir wollen uns die neue C7 Bib Shorts Kollektion anschauen. Ich habe den Clemens hier, grüß dich. Kopf der Designabteilung von GoRoWear, und der Clemens möchte uns gerne die neue Kollektion ein wenig näher bringen. Clemens, erzähl mal, du bist an der Quelle. Ja, also wir haben ein neues Bike-Bib-Short-Konzept entwickelt und in Zusammenarbeit mit Fabian Cancellara und sind auf drei spezifische Radfahrtypen gekommen, die halt bedient werden durch unser neues Konzept. Und das würde ich gerne mal vorstellen. Und zwar haben wir schon länger ein Konzept in der Schublade gehabt, wo wir die Bib-Short revolutionieren wollen, indem wir eine neue Konstruktion einbauen. Und zwar nicht basierend auf einem Engineering von einem Schnitt, sondern wir möchten gerne ein Prinzip, was wir festgestellt haben und was auch jeder kennt, das Seatpad so gut wie möglich an den Unterkörper ransaugen, dass es sich nicht bewegt. Das ist der Sinn der Sache, es soll nicht scheuern und es soll sitzen, ohne ein Windelgefühl zu geben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eine Architektur ausgesucht, die Central Torso Architecture nennen wir das, wo wir das Pad so integrieren, dass es eigentlich nur mit Trägern getragen werden könnte, ohne Beine. Und das Ganze sieht man hier ganz gut. Wir haben unser Seatpad mit einem patentierten Cup vorne. Das ist praktisch, das gibt Raum fürs Genital. Und das Seatpad, was sich verändert hat, auch in der Struktur, in eine Konstruktion eingebaut, die über die Schultern das Ganze sicher am Körper ansaugen lässt. Also einmal angezogen, trägt sich praktisch der untere Teil an den Schritt an und lässt nicht mehr los. Was gut ist an der ganzen Sache ist, wir haben eine Konstruktion gefunden, wo das Seatpad auch nicht mehr konventionell angenäht werden muss, sondern es wird integriert in die Konzeption. Das Ganze haben wir in drei verschiedenen Hosen untergebracht, und zwar einmal in die Race Bib Shorts und einmal in die Comfort. Die Long Distance? Die Long Distance. Ja, ich benutze immer die Namen, die intern als Konzeptstudie benutzt wurden. Okay. Genau, die Long Distance und die Vent. Ja. Und da kommen wir jetzt gleich drauf. Wir möchten gerne, wir haben verschiedene Gebiete ausgesucht, die wir bearbeiten wollten, um ein neues Konzept auch wirklich für den Endverbraucher, für den Endkonsumenten sinnvoll einzuarbeiten. Das war einmal das Pad, was wir gesagt haben. Zum anderen die Beine und damit den Grip, die Trägerlösung und nicht zuletzt den Stoff. Also den haben wir auch noch so verändert bzw. recherchiert, dass er jeweils zu dem Konzept sehr gut passt. Und da würde ich jetzt gerne ins Detail reingehen. Okay, ich bin gespannt. Also ich fange mal an. Das ist unser Kernstück. In Zusammenarbeit mit Fabian Cancellara haben wir ein sehr schönes Konzept mit einer Kompression, einen Stoff mit Kompression ausgesucht und zusätzlich noch die Reduktion und den Style, die Ästhetik so angepasst, dass es Fabian praktisch in den Kram passt. Ja, der hat halt gemeckert, der hat die ersten Samples gesehen. Wir haben ja hier im Hintergrund, das ist unsere Konzeptstudie gewesen von anno dazumal. Und das hat sich daraus entwickelt. Und das Gute an der ganzen Sache ist, wir haben von der Konstruktion, die ich eben beschrieben habe, haben wir einen Stoff recherchiert. Und der Stoff selber ist sensationell, das ist ein gewebter anstatt ein gewirkter Stoff. Das bedeutet, der Stoff ist super reißfest, super elastisch und undurchsichtig. Und dadurch ist er immer noch leichter und er ist schnell rücktrocknend. Okay. Und das sind alles die Eigenschaften, die eigentlich ein Race-Fahrer sucht, um praktisch besser performen zu können. Also wo wir mit Cancellara geredet haben, Fabian hat uns gesagt, er braucht Kompression, aber er braucht nicht wirklich Kompression, er braucht nur Compacting. Das heißt, er möchte nicht eingeengt werden in seinen Bewegungen, aber er braucht trotzdem das Gefühl, dass er gehalten wird. Und der Stoff hat in jede Richtung ungefähr 95% Stretch, also das können wir gerne zusammen mal ziehen. Du ziehst mal an den Seiten und ich ziehe hier. Und das lässt sich praktisch auf die doppelte Länge ziehen in beiden Richtungen. Und dadurch ist ein extrem guter Komfort gegeben. Ja.
Und die Rücktrocknung, wie gesagt, ist sensationell und die Leichtigkeit des Stoffes auch. Und die hat auch ein Performance-Feel. Also der Griff selber ist sensationell in Sachen Performance. Wir haben praktisch gewollt von der Ästhetik, die ich vorhin angesprochen habe, die uns der Fabian gesagt hat, er braucht halt wirklich auf den Punkt genaue Ästhetik. Er möchte nicht zu viel dran haben und nicht zu wenig und er möchte halt super drin ausschauen. Und man kennt ihn ja, er ist wirklich der Styler auf dem Rad. Ja. Und wir haben zum Beispiel die Nähte unten reduziert. Wir wollten das große Logo dran haben. Alle Transfers, die hier drauf sind, sind Reflexionstransfers. Also die sind auch für den Straßenverkehr super gut geeignet. Die sind schwarz, damit das Dezente und das Sophisticated besser rauskommt. Und den Beinabschluss haben wir recherchiert. Und zwar wollten wir was haben, was die Saumkante oben hält. Das sieht man hier ganz leicht. Ja. Das ist praktisch die Schnittkante und die wird gehalten durch einen Grip-Transfer. Und wir haben den so entwickelt, dass er praktisch hält und nicht reißt und zusätzlich noch den Zug in die Breite hergibt. Ja. Und bei Fabians Bein weiß man ja, der braucht ordentlich Zug, genau. Und auch mit der Transparent auch ein super Ding. Der hat einen riesen Bewegungsapparat, Kraftapparat, der den Stoff wirklich beansprucht. Und normalerweise werden Stoffe dann durchsichtig und der bleibt praktisch blickdicht. Was gibt es zum Sitzpolster eventuell zu erzählen? Das Sitzpolster haben wir auch ganz neu entwickelt. Und zwar ging es darum, den Look etwas zu variieren und zusätzlich genaues Mapping für die Sitzpositionen auszuarbeiten. Also bei der Race wissen wir, die wird hauptsächlich bei Rennradfahrern getragen und die haben mit dem Vorwärtslehnen haben die praktisch die Sitzhöcker weiter vorne. Ja. Und dadurch ist der Schaum, der am dichtesten ist und am besten sich wieder erholt beim Aufstehen, der ist sehr reduziert. Also wenn man das sehen kann, wir haben praktisch ein Zoning, wir haben das auch hier irgendwo vorbereitet. Das sind die Einzelteile von einem Sitzpolster und da haben wir praktisch verschiedene Dichten an Schäumen. Das ist so der Grundbedarf und das sind die verschiedenen Größen an Schäumen, die eingebaut werden, um den Sitzkomfort auf den Sitzknöcheln praktisch zu verbessern. Und bei dem Race, das wäre hier, ist praktisch die Zone, wo der Knochen aufliegt, sehr reduziert. Und bei den anderen Hosen können wir gleich sehen, ist das größer, weil da auch im aufrechten Sitzen der Knochen sich nach hinten verdreht. Zusätzlich dazu haben wir, hatte ich auch eben schon mal angesprochen, unser patentierte Cup vorne. Das ist praktisch ein Windstopper, der super atmungsaktiv ist. Wir haben festgestellt, dass Schäume, die normalerweise in dem vorderen Bereich benutzt werden, weniger atmungsaktiv sind als unsere eigenen Stoffe. Und wir haben praktisch an den gemoldeten Pad, den man hier sieht, vorne das Windstopper-Teil. Und man sieht ganz genau, wenn ich das jetzt mal auflege, dass sich, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, eine Cup bildet nach vorne. Und dadurch mehr Raum für das Genital gibt und dadurch auch vorne der Stoff nicht so gedehnt wird. Ja. Des Weiteren, hatte ich auch erwähnt, gibt es keine Naht vorne sichtbar. Der Pad ist praktisch oben im Bund mit eingenäht und hinten haben wir die Standardnaht, aber die haben wir so reduziert, dass sie praktisch im Sattel mit versinkt. Also man sieht nicht viel von der hinteren Naht. Genau, die Trägerlösung ist sehr guter Rücksprung und sehr elastisch, aber sehr sportiv eingestellt. Also wenn man den fühlt, der gibt halt einen guten Halt und ist sehr angenehm auf der Haut zu tragen, auch für längere Touren. Okay, jetzt haben wir hier das rennorientierte Modell zum Einstieg gehabt. Es gibt jetzt noch 2 weitere Varianten. Einmal die Komfortversion, wie du vorhin gesagt hast, für längere Strecken, beziehungsweise für heiße Tage die Wendgeschichte. Genau. Vielleicht kannst du da nochmal für uns ein paar Details Genau, ich gehe jetzt mal in die Details, die sich verändert haben. Also gerade bei der Hose ist es sehr wichtig, dass wir über den Stoff reden, weil wenn man den anfasst, im Gegensatz zu dem etwas härteren, der ist deutlich geschmeidiger. Performance, genau, hat man eigentlich schon das Gefühl, da drin kann man ins Bett gehen. Also das ist was man nicht mehr ausziehen möchte, weil der hat einfach so eine weiche Art. Das ist eine Wirkware im Gegensatz zu der Webware. Ja. Die ist natürlich ein bisschen dicker, aber hat dementsprechend Komfort für den Endverbraucher
um halt wirklich längere Touren für Trainingseinheiten etc. die optimale Hose zu sein. Also diese Hose ist im Grunde für jede Angelegenheit tragbar, wenn man nicht unbedingt dieses stramme, komprimierende Textil haben möchte. Okay. Zusätzlich haben wir die Träger auch verändert. Die haben ein bisschen Grip hinten, die sind so silikoniert. Ja. Und rutschen überhaupt null und haben einen super Tragekomfort für die Long Distance, für die langen Distanzen. Hier haben wir Schnittkanten, die sind geschnitten nur, die sind nicht umgeschlagen, so wie wir das bei der Race gesehen haben. Und zwar liegt es daran, dass der Stoff das hergibt. Der franzt unten nicht. Dadurch, dass der nicht franzt, brauchen wir praktisch keinen Umbruch unten und haben den Grip so distribuiert, dass die Hose halt nicht hochrutschen kann und den super Komfort ums Bein gibt, ohne dass es irgendwelche Einquetschungen am Muskel oder am Bein sichtbar macht. Wie sieht es mit dem Sitzpolster aus? Was hat sich da im Vergleich zur Race-Version bei der Komfort-Ausführung verändert? Genau, also die Long Distance haben wir praktisch im Zuge der Entwicklung der des Race-Pads haben wir mit abgegeben, um uns auch nochmal anzuschauen, wie sind die Dichten da verteilt und die Größen der Sitzpositionen und haben, wie vorher hier schon gesehen, in dem einen Bereich im Race mit dem schmalen und sehr spartanisch-puristisch ausgelegten Komfortlevel im Sitzknöchelbereich haben wir einfach ausgebreitet nach hinten, weil da auch mehr im Sitzen bzw. in einer aufrechten Position getreten wird und dadurch auch großflächiger abgedeckt wird, dass auch im Mountainbike-Bereich zum Beispiel gefahren werden kann, dass es nicht nur auf dem Rennradsattel benutzt werden muss. Genau, und wenn wir uns das hier anschauen, haben wir das farblich auch unterschiedlich gemacht. Ich meine, die Oberflächen, die sind ähnlich, die sind alle scheuerfrei und haben halt eine super Rücktrocknung. Und zusätzlich sehen wir, dass halt die Dichte des Pads einfach sensationell in den größeren Bereichen gedeckt ist. Inwieweit ist das Thema Gesäßcreme noch aktuell oder mit solchen Innovationen auch nicht mehr aktuell? Ja, das ist individuell. Also wir haben da viel gehört, dass man das vielleicht auch nicht mehr braucht. Im Grunde ist es was individuell eingesetzt werden sollte. Und die Stoffe selber sind alle so konzipiert, dass da keine Reibung mehr entsteht. Weil früher wurden ja die Leder eingenäht, damit halt die Reibung zu dem Wollstoff nicht Verletzungen verursacht, genau. Und das ist jetzt eigentlich was, wo die Leute, die schon trainiert sind, wahrscheinlich keine mehr brauchen, weil sich da die Haut schon so verändert hat, dass sich im Grunde da nicht viel tut. Okay. Das überlassen wir dem Kunden. Dann lass uns mal noch einen kurzen Blick auf die Vent-Version quasi schauen. Genau, nur noch mal ganz kurz hier. Also wir haben auch hier den Endverbraucher gesichert. Wir haben immer dezente Logos, das haben wir auch durchgezogen. Also unsere C7 Race ist praktisch so das Urgestein für diese Serie an Hosen. Ja. Und hier haben wir auch diesen Sophisticated Logo-Transfer drauf gemacht, der reflektiert. Und zusätzlich gibt es natürlich hinten noch Logo-Transfer. Und es ist alles zur Sicherheit ausgelegt im Straßenverkehr. Und da haben wir halt auch nicht gespart. Ja, sehr schön. Genau, wenn wir jetzt weiter in die Vent gehen. Die Vent-Geschichte ist sensationell, weil das auch für uns eine neue Konzipierung des gesamten Aufbaus hatten. Wir sind natürlich wieder von der Konstruktion, von dieser Central Torso Architecture in den Stoffbereich gegangen. Also wir haben uns gesagt, was können wir tun, um praktisch in sehr heißen Sommertagen den Bedarf abzudecken, dass eine Ventilation stattfindet, eine Rücktrocknung stattfindet und dass der Körper gekühlt ist auf dem Rad und dadurch die Performance verbessert wird. Und wir haben den Stoff neu gesourced. Das ist jetzt auch eine Wirkware wieder, also die einzige Webware immer noch in der Race mit dem Kompaktding. Und die ist sensationell in der Rücktrocknung und sensationell im Tragekomfort. Zusätzlich haben wir an den Seiten Perforierungen reingebrannt, die sind gelasert. Okay. Ja.
Und das soll bewirken, dass praktisch das Gefühl der Kühlung noch intensiver ist. Nicht, dass der Stoff nur kühlt, sondern dass im Grunde auch an der Seite die Löcher eine gewisse Kühlung und eine Kälte ausstrahlen. Ja. Der Gripper bei dem ist auch mit Reflex unten und hat einen sensationellen Grip im unteren Bereich, dass die Hose halt sich auf keinen Fall verzieht, verrutscht auf dem Rad. Des Weiteren haben wir den Träger auch perforiert. Wir haben gemerkt, dass halt der Gummi sehr stramm ist auch und gerade im stehenden Zustand Diskomfort, also eher ein Komfortmangel da war und den haben wir reduziert, indem wir das auch gelasert haben und durch den Zug entsteht praktisch an der Stelle, wo der meiste Druck entsteht, eine Dehnung, die halt dem strammen Effekt des Gummis nachgibt. Und es hat sich auch sehr gut angebracht, weil letztendlich mit der Perforierung am Bein die Perforierung oben am Träger eine ganz gute Harmonie abgibt. Genau, der ist auch leicht silikoniert, also da verrutscht auch nichts. Okay. Und die Konzeption der Hose, also die Architektur, bleibt bestehen von dem, was wir vorher gesagt haben. Ich sehe hier ein grell leuchtendes Sitzpolster. Genau, da haben wir natürlich auch geschaut, dass wir Kühle ausstrahlen möchten, auch von den Farben. Also wir machen uns natürlich auch immer Gedanken, was möchten wir erreichen mit Farben. Ja. Und letztendlich diese Frische soll einfach eine Kühlung noch darstellen. Der Pad selber ist sensationell, weil der super luftdurchlässig ist. Also normale Pads sind teilweise geklebt und dadurch halt flächig, dicht, da passiert dann nichts. Der kann man durchblasen. Also der ist super gut von der Schäumung her, von der Dicke und Dichte her. Der hat halt kein Manko in der Recovery, also der erholt sich super schnell. Der hat die extreme Dicke im Sitzknochenbereich und ist luftdurchlässig. Also wunderbare Konzeption, die praktisch in allen Einzelteilen, in jedem Modul, was wir vorgestellt haben, das ausdrückt, was die Hose können soll. Also die Ventilation ist hier, glaube ich, sehr gut sichtbar. Wir hatten im Kopf, dass das halt, wie gesagt, Hardcore Sommer, also Hot Season sein soll, nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in Europa, weltweit. Okay. Und zusätzlich soll das auch eine super Indoor-Hose sein, weil im Winter wissen wir, wenn wir auf der Rolle sind, brauchen wir nicht unbedingt die dickste Hose. Das ist richtig. Und da bietet sich die Hose genauso an. Das ist dann eine All-Year-Hose, die im Grunde jeden Komfort für sweaty Angelegenheiten darstellt. Okay, Clemens, ich denke, wir sind soweit durch. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Kein Problem. Haben, glaube ich, wirklich 3 tolle neue Produkte für jeden Einsatz von euch vorgestellt bekommen. Wenn ihr weitere Informationen, Details, weiteres Bildmaterial zu den Produkten sehen wollt, dann schaut einfach bei uns im Online-Shop nach. Ansonsten sind wir an der Stelle soweit fertig. Super, schönen Dank. Danke dir. Es war wunderbar, gemacht. Danke. Hier mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und ja, euch noch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Tech Talk. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.